Hallo liebe Freunde und willkommen hier bei Zombieline Frank N. Stein zu einem absolut subjektiven Review von XNTD Uprising. Bei XNTD Uprising handelt es sich, wie man schon dem Namen entnehmen kann, um ein Tower Defense Spiel. Und wie bei solchen Spielen üblich, versucht eine Gruppe von Gegnern, hier die Axons, von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt zu gelangen, und unsere Aufgabe ist es, dieses Vorhaben mit Verteidigung in Form von Türmen und Fallen zu verhindern. Die namensgebenden Axons sind Roboter, die mit verschiedenen Stärken und Fähigkeiten ausgestattet sind, um unsere Verteidigung zu überwinden. Dabei werden die Axons mit jeder Welle stärker und so müssen wir immer wieder und wieder unsere Verteidigung überprüfen und entsprechend anpassen. Da wir für unsere Bauten genau dieselben Felder benutzen, auf denen sich auch die Axons bewegen, können wir unsere Türme nicht nur zur Zerstörung der Axons einsetzen, sondern auch, um deren Wege zu leiten und im besten Fall zu verlängern. Weiterhin haben wir auch Kacheln, mit denen wir bisher unzugängliche Felder erschließen und damit neue Wege oder neue Plätze für unsere Türme gewinnen können. XNTD Uprising hat mehrere Spielmodi, nämlich das schnelle Spiel, die Kampagne, den Überlebensmodus und die Multiplayer-Varianten Koop und PvP. Insgesamt gibt es nur 2 bis 3 Kleinigkeiten, die mich bei XNTD Uprising stören. Und anfangen will ich gleich mit dem Multiplayer. Während ich die Kampagne spielte, öffnete sich ein paar Mal ein Fenster, dass ich jetzt einer Multiplayer-Partie beitreten könne. Weder wusste ich, wer dazu einer Partie einlädt, noch wollte ich das mitten in einer Kampagnenmission tun. Und leider habe ich in den Einstellungen nichts gefunden, wo ich diese random Einladungen, während ich in einem anderen Match bin, abstellen konnte. Andererseits ist das Spiel wohl leider so unbekannt, dass ich bei der Suche nach einer Multiplayer-Partie keine offenen Spiele gefunden habe. Wahrscheinlich hat das Spiel einfach zu wenige zeitgleich aktive Spieler, was schade ist, da ich glaube, dass das Spiel auch im Multiplayer viel Spaß machen kann. Wenn ihr Lust auf eine Runde XNTD Uprising im Koop habt, schreibt mich an oder sagt es in den Kommentaren. Wir finden schon zusammen. Ein letzter Punkt, der wirklich sehr schade ist die fehlende Übersetzung in den letzten 8 Missionen, also ab Mission Tests, in der Kampagne. Man kann der grundsätzlichen Handlung der Kampagne zwar auch so folgen, aber eine Nachlieferung wäre trotzdem wünschenswert. Insbesondere für Spieler, die der englischen Sprache nicht mächtig sind. Und wir bleiben direkt bei der Kampagne und wechseln ab sofort zu den Pros von XNTD Uprising. An erster Stelle ist unser Begleiter in der Kampagne zu nennen, Omni. Omni ist ein kleiner Roboter, der die Muster aller uns bekannten Türme in seinem Speicher hat und uns beratend und unterhaltend zur Seite steht. Den kleinen Kerl muss man einfach mögen. Widerstand ist zwecklos. Außerdem eignet sich die Kampagne hervorragend, um alle Türme und Fallen kennenzulernen. Denn bei jeder Mission wird ein neues Objekt freigeschaltet und immer dann, wenn ein Turm oder eine Falle das erste Mal in Erscheinung tritt, ist sie auch auf dem Schlachtfeld vorhanden, sodass man sich deren Auswirkungen und Möglichkeiten anschauen kann. Ansonsten muss man sich für jede Mission auf 8 bekannte Türme oder Fallen beschränken. Man muss also selbst dafür sorgen, dass die gewählten Waffen letztlich auch mit den eintreffenden Gegnern zurechtkommen. Und apropos Gegner. In der Kampagne treten noch weitere Personen und Persönlichkeiten in den Vordergrund, die alle nicht immer so ganz durchschaubar, nicht immer ehrlich sind und eigene Ziele verfolgen, während wir uns um die Axons kümmern. Die Geschichte der Kampagne verläuft zwar absolut linear, ist aber hervorragend geschrieben und hier mit etwas Drama und dort mit etwas Comedy angereichert.
Wer das Spiel selbst nicht spielen kann, dem habe ich nochmal meine XNTD Uprising Playlist verlinkt. Dort könnt ihr die Geschichte der Kampagne nochmal nachsehen. Von den anderen Modi habe ich hauptsächlich den Überlebensmodus gespielt. Hier geht es darum, möglichst viele Wellen zu überstehen. Der Haken dabei? Man kann nicht frei aus allen Türmen seiner Lieblingskombination zusammenstellen, sondern man bekommt Welle für Welle zufällige Angebote an Ressourcen, Türmen und Fallen oder auch Verbesserungsmöglichkeiten und muss dann daraus eine funktionierende Verteidigung zusammenstellen. Das ist immer wieder spannend, insbesondere da sich manche Kombinationen als zäher erweisen, als man gedacht hätte. Und Spoiler! Das ist definitiv ein Grund, immer wieder eine weitere Runde XNTD Uprising zu spielen. Nicht zuletzt natürlich, um seine Punkte in der Rangliste zu verbessern. Du bist auch in der Rangliste? Dann schreib mir in die Kommentare, wie viele Punkte du bei welcher Karte hast. Kommen wir zum Fazit. Ich habe zum Zeitpunkt dieses Reviews etwa 43 Stunden XNTD Uprising gespielt. In dieser Zeit habe ich die komplette Kampagne, inklusive der Wiederholung einiger Missionen, und ein paar Runden im Überlebensmodus gespielt. Ich habe in dieser Zeit 14 von 82 Steam-Errungenschaften bekommen. Das sind gerade mal 17% aller Steam-Errungenschaften. Ui, da habe ich wohl noch einiges zu tun. Bezahlt habe ich für XNTD Uprising etwas über 14 € und allein die Kampagne ist das absolut wert. Die weiteren Spielmodi und damit die kommenden Spielstunden sind absoluter Bonus. Den Wiederspielwert habe ich ja bereits gespoilert, denn dank des Schnellspiels und des Überlebensmodus sind viele weitere Runden mit vielen weiteren Spielstunden jederzeit drin. Ehrgeizige Menschen sollten echt aufpassen, dass sie noch genug Schlaf bekommen und nicht nach mehrmals nur noch einen weiteren Versuch plötzlich die Nacht wieder der Vergangenheit angehört. Wer Tower Defense Spiele mag und sich gern an verschiedenen Strategien versucht, wer sich gern über Ranglisten mit anderen misst oder wer in Koop oder in PvP gern mit seinen Freunden spielen will, der ist mit XNTD Uprising bestens beraten. Aus meiner Sicht ist XNTD Uprising absolut unterbewertet und verdient viel mehr Aufmerksamkeit und von viel mehr Spielern gespielt zu werden. Und so bleibt mir nichts anderes übrig, als für dieses Spiel eine klare Kaufempfehlung auszusprechen. Daumen hoch für XNTD Uprising. Was sagt ihr zu diesem Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Hat euch dieses Review zu XNTD Uprising gefallen? Dann gebt ihm einen Daumen hoch und einen netten Kommentar. Habt ihr Ideen, was ich sonst noch spielen, streamen und reviewen könnte? Auch das gern in die Kommentare. Und wer künftige Videos nicht verpassen will, der lässt gern noch ein Abo da. Und wer nochmal in das Spiel reinschauen will, also in die Kampagne hauptsächlich, der findet hier auch meine Playlist für die Kampagne von XNTD Uprising. Bis zum nächsten Mal, euer Zombieline Frank N. Stein.